Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder, mein Kumpel Mr. Bones. Heute würde ich gern eine coole Übung mit euch teilen. Und zwar ging es mir darum, wir hatten es ja schon mal von dieser Hinge-Neck-Position durch Schwäche des Longus collis und des Longus capitis, welche ja in der Tiefe situiert sind. Das sind die aktiven Strukturen, die zu schwach sind. Und heute soll es mal darum gehen, welche Strukturen ziehen uns eigentlich passiv in diese Haltung. Und von was rede ich heute eigentlich genau? Mir geht es heute um den Pectoralis minor, den Pectoralis major, also den oberen Brustmuskel und den unteren Brustmuskelanteil. Dann eine Struktur, die eigentlich fast keiner in sein Training mit involviert. Das wäre dann die Spirallinie, also eine fasziale Struktur, und natürlich der Psoas, der Hüftbeuger. Genau. Um kurz näher darauf einzugehen, was ist die Aufgabe des oberen Brustmuskels? Der obere Brustmuskel macht eine transversale Adduktion. Ja, also er führt den Arm quasi nach innen. So, und wenn ich den dehnen will, müsste ich natürlich in die Gegenrichtung gehen. Und je nach Winkel, also wenn ich oberhalb 90 Grad bin, bekomme ich mehr den oberen Anteil und bei 90 Grad den unteren und weiter unten noch etwas weiter unten. So, jetzt viel wichtiger für mich ist jetzt bei dieser Übung diese Spirallinie, diese fasziale Struktur. Und Mr. Bones hat da schon mal was vorbereitet. Und genau, dann zeige ich euch mal, wo die verläuft und warum diese so interessant ist. Ja. Also eigentlich entspringt sie am Hinterkopf, aber zum besseren Verständnis oder besseren Aufzeigens lasse ich es jetzt einfach mal am Nacken beginnen. Mr. Bones hält sich mal kurz bei mir fest. Gut festhalten, Kollege. Wunderbar. Wir kommen von hier. So, die zieht. Na. Wunderbar. So, danke, Mignon. Ist gut. Nicht, dass wir dir den Arm auskugeln. Tipptopp. So, also wie ihr sehen könnt, entspringt diese normalerweise am hinteren Nacken und läuft jetzt hier schräg seitwärts thorakal, also am Brustkorb, ja, über den Bauch hinweg, kreuzt hier und macht an diesem Knochenpunkt, also an der Spina iliaca anterior superior fest. Ja, und wenn wir jetzt natürlich uns drehen, ja, dann seht ihr, wie diese hier auf zukommt. Wenn jetzt aber beide ziehen und zu kurz sind, dann zieht es uns vom Oberkörper nach vorne rein, in diese Position. Ja, genauso wie wenn die Brustmuskulatur verkürzt ist, ja, dann protrahiert es oder zieht es uns diese Schulter nach vorne, was im weiteren Verlauf natürlich dann zu diesem Hinge-Neck führt, was wir oft genug besprochen haben, was das dann für negative Konsequenzen hat. Und ich bin nun mal ein Fan der Effizienz. Also ich habe es lieber, wenn ich eine Übung machen kann, mit der ich viele Strukturen direkt adressieren kann, als wenn ich 5, 6, 7 verschiedene Übungen machen muss. Gell? Und diese Übung habe ich jetzt für euch mal zusammengestellt und würde die gerne mit euch teilen. Und also ohne viel Blabla, Attacke. So, da sind wir jetzt also. Mr. Bones ist schon in Action, wobei mich beschleicht das Gefühl, dass er in letzter Zeit zu viele Actionfilme gesehen hat. Und das mit dem Ton beim nächsten Mal war eigentlich anders gemeint, aber legen wir los. Okay, um diese Übung richtig auszuführen, begeben wir uns zuallererst mal in die Bauchlage. Okay, in der Bauchlage strecken wir jetzt die Arme 90 Grad zu beiden Seiten aus. Wir nehmen jetzt den linken Arm 5 Grad runter, also ich würde immer leicht unter 90 bleiben, um die Schulter zu schonen. Stellen jetzt die rechte Hand an und aus der Position bringen wir jetzt das rechte Bein, ja, auf die andere Seite rüber. Wenn es dann knackt, ist auch gut, sind nur die Facetten, das ist schön, dann löst das. Genau. Und jetzt dürftet ihr eine angenehme Dehnung in der Brust spüren, am Bauch und hier unten am Beckenkamm. Okay? Und wenn ihr in dieser Position seid, könnt ihr dann leicht gegen die Schwerkraft nach oben den Muskel arbeiten lassen und gleichzeitig mit der linken Hand ein bisschen in den Boden drücken. Da verharrt ihr ungefähr 45 bis 60 Sekunden und dann rotiert ihr zurück.
Dasselbe machen wir nun zur anderen Seite. Dann seht ihr das vielleicht auch besser. Also die rechte Hand ungefähr auf 85 Grad. Wir stellen die linke Hand an und jetzt bringen wir das linke Bein hier nach hinten rüber. Sorry, Mr. Bones. Bis ich hier eine angenehme Dehnung wahrnehme. Einerseits im Brustmuskel, aber auch im Psoas und eben in dieser Spirallinie, also bei der Faszie. So. Wenn wir diese Seite aufgearbeitet haben, begeben wir uns wieder zur Mitte. Und jetzt, um den Fokus mehr auf den oberen Brustmuskel zu legen, begeben wir uns mit dem linken oder gestreckten Arm auf ungefähr 120 Grad. Da müsst ihr aber langsam und vorsichtig machen, weil die Dehnung ist dort intensiver, weil die Menschen dort alle eigentlich mehrheitlich verkürzter sind. Okay? Und wieder dasselbe, also wir stellen den rechten Arm an, jetzt so bei 120 Grad und drehen uns auf die andere Seite. Was mir auffällt ist, wenn ich bei 120 Grad bin, dass ich vermehrt Zug auch hier am Ansatzpunkt, den wir vorhin besprochen hatten, also an der Spina iliaca anterior superior von der Spirallinie der Faszie habe. Und gleichzeitig haben wir natürlich schön auch eine Öffnung vom Psoas, nicht ganz so forciert, aber er ist mit dabei in dieser funktionellen Übung und wir kommen zurück. Dasselbe auf die andere Seite, nur um es nochmal zu zeigen. 120 Grad, den linken Arm anstellen und von hier aus das linke Bein rüberbringen. Schön in die Dehnung und gucken, dass sich der Mr. Bones nicht irgendwo hindreht, wo wir nicht wollen, dass wir hindrehen. Genau. Und dort die Spannung halten. Ja, wie gesagt, ihr habt jetzt eine schöne Dehnung von oben vom Brustmuskel über die Spirallinie. Ja, wenn man das Bein jetzt noch nach hinten mehr strecken oder aufmachen würde, bis zum Psoas runter in die Tiefe. Also diese gesamte funktionelle schräge Linie wird jetzt aufgearbeitet. Genau. Und von hier aus kommen wir wieder zurück. Tipptopp. Eigentlich eine ganz simple Sache, aber enorm effizient. Und ich würde euch empfehlen, das mal etwas langsam anzugehen. Also nicht übertreiben mit Gefühl rein. Ich weiß, das sieht sehr abenteuerlich aus und yes, das Gott, so kann ich mich ja gar nicht verrenken. Aber das schafft ihr schon. Ja? Mit Maß zum Ziel. Probiert es einfach mal aus und guckt mal, wie das von den Armpositionen her geht oder vom Winkel. Und wenn was wirklich zu fest Schmerzen bereitet im Schultergelenk, verändert den Winkel oder genau, arbeitet euch langsam rein. Also, viel Spaß mit der Übung und danke. So, wie ihr gesehen habt, ist das eine wunderbare Übung, um all die besprochenen Strukturen effizient in einer Übung zu adressieren. Was mir aber immer besonders am Herzen liegt und wichtig ist, dass wenn ihr Übung macht, macht sie mit gesundem Menschenverstand. Wenn etwas zu fest Schmerzen bereitet oder anders wehtut, als man es kennt, also als muskulärer Schmerz, dann brecht die Übung ab und lasst das nochmal abklären oder geht nochmal über die Bücher. Gell? Das Zweite, was mir ganz wichtig ist, ist, dass Qualität bei Übungsausführung immer viel wichtiger ist als Quantität. Ja, schön langsam kontrolliert, weil dann sinkt auch das Verletzungsrisiko bei solchen Übungen, ja, weil man genug Zeit hat, um nachzuspüren und gegebenenfalls zu reagieren oder die Übung abzubrechen. Genau. Und ich sage auch immer, Kontinuität ist viel besser als Intensität. Also macht diese Übung lieber öfters, ja, und spürt richtige Reihen dabei, anstatt dass ihr denkt, ja, wenn ich es einmal hochintensiv mache, dann bringt es mehr. Nein, das ist Quatsch. Es ist immer besser, wenn man kontinuierlich an diesen Verbesserungen arbeitet. Also vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser hocheffizienten Übung. Gebt Gas, aber gebt nicht zu viel Gas. Danke. Ciao.